You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Ich bin aber Officer. She's right. Those curtains give off some eerie vibes. Better not mess with it. Was ist an diesen Vorhängen so unheimlich? Be wary of those mysterious ornaments from the dark aisles. Dunkle Inseln? Was ist los? Do you realize what's out there? Upon the mist-shrouded islands of Ile de Fantôme in Semenine, eerie pygmies and wild shamans practicing unnatural mysticism. Klar, ich habe es gespürt. Es ist beängstigend. They lurk in the tropical pearl of Semenine, casting strange magics on everyone. Ignore the curtains or suffer the consequences. Aber das könnte wichtig sein. Was befindet sich hinter diesen Vorhängen? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Entschuldigung? Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Allerdings. Ich untersuche das seltsame, käfigförmige Ding. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Okay, offensichtlich hat die Frau sehr viel mit Mystik zu tun. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Passiert, wenn ich die Vorhänge aufreiße. Ich meine, ich bin Polizist. Ich habe zwar keinen Durchsuchungsbefehl oder so, aber who cares? Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Ihre Hand hat den Anhänger ergriffen. Ihre Finger spielen nervös mit dem Talisman. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. Ach komm. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Das ist eine Ausnahme. Ich bin Polizist und muss da unbedingt rein. Why? It's not like anyone was killed there. Plötzlich stutzt sie und hält sich die Hand vor den Mund. Ihre Unverblümtheit hat sie selbst überrascht. Wurde da hinten vielleicht doch jemand getötet? I'm sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. Aber ich spüre, dass ich gerufen werde. Ich muss herausfinden, was sich dahinter befindet. You do? My God. Even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Ach, Frau, es ist mir egal. Mich können Sie nicht davon abhalten. Ich werde sie öffnen. No. Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Oh Gott. There is something mysterious about the curtains. Be careful. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Und so langsam reicht's mir auch. Ich reiße sie auf. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards, your shadow looming over it like an omen. I warned you. You're unleashing forces beyond your understanding. Ich ermittle hier nur. Geisterhaften Umrisse von Trockenhauben. Oh Gott, die Kräfte. Das leicht androgyn anmutende Porträt eines Mannes. Okay. Schon der Blick auf diesen unmännlichen Haarschnitt bedroht deine Maskulinität.
A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Aus welchem Grund? What if you just break it down? Eine rote Probe? Nee, weiß. Vielleicht sollte ich sie gewaltsam öffnen, aber erstmal sollte ich mir eine Strategie überlegen. That's right. Take in your surroundings. You need to have a solid ground and a proper posture if you want to succeed. Ich sehe mich um. The room is dimly lit and littered with old barbershop rubbish, but the path to the door is clear. Und was ist mit der Tür? It's made of a solid block of wood, but it has stood there for ages. The hinges are old and coated with a carmine layer of rust. It should be doable. Kann ich meine Haltung jetzt noch überprüfen? That's right. Ja. Take in your surroundings. You need to have steady breathing, solid core. You've got this. With one shoulder forward, you're ready to smash into the door like a battering ram. Okay. The room, it's made of a solid block of wood. Ich but it klopfe has einmal stood an der there for Tür. ages. Only an echo. Oh Gott, No one is there. das habe ich mich ein bisschen erschrocken. Vorbereitungsphase abgeschlossen. Es könnte funktionieren. Wo ist meine Schmerzgrenze da? Ich kann jetzt gerade nicht auf meine Kleidung gucken, leider. Wir versuchen es. Scheiße. Au. Au. Oh Gott, das hat wehgetan. Ow. Shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door? Don't you know that things like that hurt? Oh Mann, ich versuche normal zu atmen. Das war wirklich nicht die beste Idee. Are you alright? These looked pretty intense and painful, I must admit. Ist schon okay. What is going on there? Are you really trying to break down the back door? Nein! I warn you, don't tempt the spirits, officer. Don't tempt the spirits or you'll damage the holy wards on the door. Ich habe nichts gemacht. It barely looks like you've done any damage to the door, however. It's still locked and closed, covered in dozens of little charms and trinkets. Gut, also noch eine Probe, die wir irgendwann wiederholen sollten. Scheiße. Ich gebe mir mal kurz eine Ladung. Ja, was? Was? Kein zurechnungsfähiger Mensch würde seinen Kopf in eine solche Maschine stecken. Ach so, okay. Schade, schade. You've hurt yourself now. I told you not to mess around back there. What are you even trying to accomplish, you fool? Nichts, manchmal bin ich nur sehr tollpatschig. Tut mir leid. You're only making things worse. Stop it. Be compelled to look at the books. Go to them. Ich will aber jetzt gerade kein Buch. Wer ist das kleine Mädchen, das draußen vor der Tür steht? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Ich weiß nicht, was ihr Job ist, aber ja, natürlich. Wonderful. Did you talk to her? Nicht wirklich. Why not? Was she not friendly enough? Were you not compelled to talk to her? Ich weiß nicht, ich bin einfach direkt in den Laden gekommen. Oh yes, okay, that makes sense. It's working then. Yes. Do browse our books, sir. Annette ist wirklich ein toughes Mädel, ganz bestimmt eine große Hilfe. The woman before sorry. you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses.
Ein bisschen durchgedrückt. Gut. Und wenn ich ein Buch kaufen möchte? Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go. Get back there. The books So. await you. Ja, schon, aber ich habe kein Geld. Also schon, aber ich will das nicht dafür ausgeben. Also, was für Bücher haben Sie hier? Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? She's attempting to mentally direct you towards the shelves. She only wants you to buy the goods. She doesn't care about the books. Okay. Wissen Sie überhaupt, was für Bücher Sie verkaufen? Truth be told, not really. My sister brings in most of the goods. I'm sure it's all very literary stuff with well-written prose. But you don't learn about the important things in life from fabricated stories. Wo lernt man denn die wichtigen Dinge? The truth is available if you just know where to look, and you have to open and free your mind to understand. Sie nickt dir kryptisch zu. Warum kann ich denn Sie jetzt nicht zu dem Mord befragen? Okay. Ich werde mich nochmal umsehen. She smiles and nods, seemingly relieved. Adieu einstweilen. Was? Wow, you work hard. Tue ich das? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Ich schätze, das tue ich, ja. Oh, yeah. Like a horse, a workhorse, for hard work. Wie genau sieht denn meine schwere Arbeit aus? Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. Wow. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Ich mache mein verdammtes Ding, bis ich ins Gras beiße, Schlampe. That's just what it's like. Life and death. But you got gills on your side, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. Was ist das? It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop and a sprinter and a money printer. Ich kann nicht leugnen, dass ich auch diesen Sileng dazu gebracht habe, mir ein bisschen von seinem Geld zu überlassen. Can't say that. You shook him. You're a killer. A shark. Okay, man könnte sagen, dass ich auch von diesem Manana etwas Geld angenommen habe. You didn't log that in as a donation either. You don't log any of that shit in. You're a straight rider. Oh, stimmt. Und dann verpfände ich noch Zeug an diesen suspekten Roy. Yeah, you're in the sales business. Shaken for shit and then pawn it off. Law officer style. Klar, ein paar Kiemen habe ich vermutlich schon gemacht. Sure, sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself, are you rich? Reich an was? Ist die Frage. Ja, durchaus. Get out of here. You're a pauper. You work harder than anyone. Almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Why is that? Ich weiß es nicht. Warum bin ich denn so arm? Because of the taxes. Ach, die Steuern. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Echt? Jedes Mal, wenn ich niese? Every time you wipe your ass. Nein. They got their direct and their indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax, alimony,
One tax that doesn't even have a name. Plus there's the stuff people in other countries pay for. That makes them ask for more money from you. Here, total tax duties add up to 98% of all your money. Okay. Scheiße, das geht ja gar nicht. Ich schätze, ab sofort bin ich ein fundamentalistischer Verfechter des freien Marktes. Here you go, hustler. Fight the righteous fight. Free the people. Keep it real. Keep it street. Keep foaming at the mouth furiously on the tax issue. Ja, ich bin so zornig und sauer wegen der Steuern. Da habe ich mir nämlich gedacht, dass das was freischaltet. -2 Empathie? Oh. Nur damit du es weißt, falls du mit einer flotten Zweitideologie was am Laufen hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Kampf gegen die indirekte Besteuerung durch den Staat der hauchzarten Spinnenweben ist mit allen Glaubensrichtungen vereinbar. Was das angeht, ist er echt cool. Du bist jetzt ein cooler Anarchist. Außer du willst kein Anarchist sein, wie du willst. Steck dir diesen Essenscoupon in die Augenhöhle und lass uns schauen, ob wir uns bei den Räuberbaronen in der Zollstelle und dem Banditos beim Insulindischen Komitee für Finanzaufsicht und Wettbewerb etwas Liebe zurückholen können. Schalte einen neuen Platz frei, um den... alles klar. Wie schalte ich das frei? Wie? Wie schalte ich einen Platz frei? Hä? Verstehe nicht. Muss ich dann hier irgendwas wegnehmen? Oh, okay, das kostet auch alles Fähigkeitspunkte, oder was? Na, dann kann ich das ja vergessen, überhaupt irgendwas zu machen jetzt gerade. Schade. Naja, zumindest haben wir eine Stadtkarte bekommen. Brauchen noch 15 Punkte. Auch ganz schön lange arbeiten hier. Hello, sir. Step right in. The store is open. Ein kleines Mädchen mit roten Pausbäckchen winkt dich mit einem Lächeln herbei, die Nase rot von der Kälte. Hallo. Are you interested in a new and exciting book? Sie stapft mit den Füßen auf, um sich zu wärmen. Ach Gott, die Arme. Was ist das hier überhaupt für ein Laden? Na, ich weiß es eigentlich. It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Cooler Name. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Okay, will ich das jetzt wirklich fragen? Sei nicht albern, das weiß ich doch alles. You're fooling nobody. Ich habe gesagt, dass ich mich mit dem Kram auskenne und das ist doch so, Gottverdammt. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. Oh, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Wie heißt du? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organizing the stock. Das Mädchen starrt das Fenster an, reißt dann aber plötzlich mit einem Ruck die Augen auf, als erinnere es sich an etwas. Feel free to step in and browse our wares. Oh. Und du stehst hier draußen in der Kälte, weil... I'm signaling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. Okay, diese blöde Frau da drin, ne, die Besitzerin. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Dir ist kalt. Kann ich irgendetwas für dich tun?
kind of you to offer, sir. Sie weiß nicht so recht, was sie darauf sagen soll. Kann ich ihr meine Mütze geben? What could you do to help her anyway? Wenn ich das jetzt erwähne mit der Ladenbesitzerin, dann wird sie sagen, nein, rede nicht mit meiner Mutter. Ich könnte helfen, indem ich rücksichtslos den freien Markt auflöse. Nee. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich ein Wörtchen mit der Ladenbesitzerin wechseln? Oh, no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Ach Besides, Gott. I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Ich will dir meine Mütze geben. Solltest du nicht eigentlich in der Schule sein oder so? Und die Uhrzeit wahrscheinlich nicht. I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Ist die Schule nicht wichtiger als das hier? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Und wie laufen die Geschäfte? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Aha. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Verflucht. Wie meinst du das? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go, Sie sucht nach dem richtigen Begriff. Bankrott. exactly, but we've been doing fine so far. Das hört sich ziemlich ernst an. Ich sollte mir das wohl besser genauer ansehen. Ich kneife meine Augen zusammen und spähe durch die knarrenden Bretter vor dem Fenster. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Ja. Yes, please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. Was weißt du über die anderen gescheiterten Geschäfte? Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. Das klingt für mich sehr untersuchungswürdig. Wie manifestiert sich dieser Fluch? It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Aber Kim, die plasmatischen Manifestationen. No such thing. Der Lieutenant steht ernsthaft und unnachgiebig neben dir. Anything else you wanted to talk about, sir? Sprechen wir nicht mehr vom Fluch, vorerst. Maybe I can tell you about some of our books instead. Ach Gott. Na gut, was hat es mit diesen Krimis auf sich? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Okay, kapiert. Auf Morde in Kriminalromanen fahren die Leute ab. And it's kind of like a puzzle too. You can guess who the criminal is or how the good guys are going to catch him. Ich bin übrigens selbst ein Polizist. You don't look much like a policeman. Sie mustert dich, als würde sie nach etwas suchen, das darauf schließen lässt, dass du Polizist bist. Naja, wie sieht ein Polizist denn aus? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Sie zeigt auf einen Einband, auf dem du einen Bilderbuchofficer aus Vespa siehst. Sie steht mit grimmiger Miene über der Leiche einer Frau. Okay, so oder so, der Körper ist bei der Polizeiarbeit nicht entscheidend, sondern vielmehr, ich deute auf meinen Kopf. Head? Yes. No, your resilience. Mut, eine völlige Missachtung seiner eigenen Sicherheit. Man muss Schmerzen aushalten können. Dieser Mallen sieht eher aus, als würde er zu seiner Mutter rennen. Der hat keine Eier. That's a bit childish. Okay. Nein, das ist zu viel. Sowas will ich zu einem kleinen Mädchen nicht sagen. Say what, sir? Nichts für dich. So oder so, dieser Malen beeindruckt mich überhaupt nicht. You don't have to be, sir. He's just a fictional character. He's no match for you.
Okay, ich habe 5 Punkte schon mal. Das ist gut. Dankeschön. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. Klar. Das Bild von Dick Mullen auf dem Einband scheint dich mit strengem Missfallen anzustarren. Okay. Ah. Wäre gut. Wir schauen mal. Du musst nicht ständig mein Herz zu mir sagen. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter. No, sir, I can't. It would be too tiring to refrain from it. It's already tiring enough to remember to say it all the time. It's nice of you to say I could stop, though. Ich verstehe dich nur zu gut. Ich zum Beispiel kann nicht damit aufhören, dieses Gesicht zu machen. Ich zeige auf mein Gesicht. That's a friendly enough face, most of the time. Oh, die ist süß. Was sind Liebesromane? It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Bei dem Gedanken muss sie lächeln. Vielleicht stellt sie sich gerade vor, wie sie selbst in dieser Situation steckt. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. Wie wäre es mit einem armen Mann, der mit einer reichen Dame zusammenkommt? It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Aha. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. Okay. Was ist, wenn beide Männer gemein sind? These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. Und wenn sie wirklich gut geschrieben ist? Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. Ah. Was ist, wenn alle arm sind? That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Manchmal muss man Geschichten aus dem wahren Leben schreiben. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy in the end. Naja. Wie wäre es mit einem Buch, bei dem die Beziehung zwischen Mann und Frau überhaupt nicht funktioniert? I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. Ja, glaubst du, dass sie eines über eine fürchterlich schmerzhafte Trennung hat? I don't think it's a romance story if the main characters break up, though. Sie hält inne und überlegt, was die passende Antwort sein könnte. Okay. Doch, denk doch mal drüber nach. Sie stürzen in eine sengende Spirale des Schmerzes und der Schuldzuweisungen, die sich ewig in die Länge zieht. Fürs Leben gezeichnet, wie eine Phantomgliedmaße. No, I don't know. Sie sieht dich voller Verwirrung an. You can take this. Blossom like a pain Oh flower. nein, jetzt drehe ich wieder durch. Ja. Und es schleppt sich jahrelang dahin, aussichtslos und kein Ende in Sicht. The girl is at a loss for words. Ihr beide seid voller Feindseligkeit und Verbitterung, weil ihr das Leben des jeweils anderen ruiniert habt. She shifts and sways on her feet, looking confused Oh and Gott, uncomfortable. muss aufhören. Ihr beide zerfetzt das Innenleben des anderen, bis nur noch eine klaffende Leere übrig ist. Ein Vakuumherz, das unaufhörlich schmerzt. I'm sorry, sir. I don't know how to help you. Alles gut. Warum kannst du mir nicht helfen? Nein, das sage ich besser nicht, oder? Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche ein echtes Buch, in dem die unverblümte Wahrheit steht, nicht diesen Blödsinn. Sir, sorry, sir. I'm still little. Oh Gott, I can't. die Arme. It's time to leave it be. You're about to make a child Nein. cry. Are you proud of yourself? Ich will die nicht weinen lassen. Keine Sorge, keine. Da habe ich wohl etwas über die Stränge geschlagen. Lassen wir es gut sein. Ich will nicht, dass sie weint. Ah, Punkte. Cool. Ich habe genug von Liebesromanen. Ich hatte noch andere Fragen. Maybe some about other books? Ja, wer sind diese Berühmtheiten?
Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Sie kratzt sich an ihrer kälteroten Wange und fährt dann fort. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Kann ich berühmt werden, indem ich eines dieser Bücher lese? I don't know about that, but I imagine life is great when you're famous. Berühmtheit ist etwas für eingebildete Leute. Da habe ich Besseres zu tun. Okay, Sir. Sie stapft mit den Füßen auf und wartet darauf, dass du etwas sagst. Ja. Wir werden das einmal versuchen. Okay, ich werde jetzt etwas schlussfolgern. The girl keeps her hands folded, hidden. Why is that? Wenn hier kalt ist vielleicht? Hey, warum faltest du deine Hände? What do you mean, Sir? Ihr Blick deutet darauf hin, dass sie auf der Hut ist. She knows where this is going. Oder, oh Gott, wird sie von der Mutter irgendwie bestraft oder so? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin hier, um zu helfen. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. She doesn't want to show them. Oh nein. The lieutenant stands by, looking at the two of you with little interest. Kim. A facade of true professionalism. He is far more intrigued by the situation than his poise reveals. Ich sage es nicht nochmal. Hände hoch. She brings out her reddened hands, her nails frayed, nearly chewed down to the flesh. Ah, okay. Du kaust an den Nägeln. And you knew this from me keeping my hands folded? Es gab noch ein paar andere Hinweise. Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. Mäh. Sie sieht dich voller Trotz an und ist unbeeindruckt. She actually is impressed. This is more like a defensive reflex. Meinst du? Gut, dann mach es besser. Schlussfolgere etwas über mich. You're quite sober. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. The lieutenant does not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. He is intensely not flinching. It takes effort. Warte mal, woher weißt du, dass ich das sonst nicht bin? Because you usually aren't. Und mir könnte es kaum besser gehen. I sure hope you are, Sir. Sie rubbelt ihre rote Nase. There she stands, swaying on her feet, Sehr gut. assaulted by the early spring breeze. She smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar, somehow. Irgendwas entgeht mir hier. Warum kommt mir die Situation so bekannt vor? Because you know each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. Einen Augenblick. Du kennst mich also. Wir haben uns schon mal getroffen. Yes, I stand in this spot all the time. Sie wippt auf den Füßen vor und zurück. You've been running around all week without your shirt on, Sir. Apologizing to everyone. I don't really understand what you've done wrong. Oh. Habe ich je mit dir geredet? Of course, you've stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Danke, ich gebe mir große Mühe. Yeah, I can see. You don't have party eyes anymore. Party eyes. Yes, of course. That makes sense. I'm not surprised children have seen you running around with party eyes on, he thinks. Not at all. Partyaugen. You know, like a cat in the dark, all big and wide-eyed. It certainly looks odd on a man. Also voll auf Droge. The swiveling eyes of a loony drug addict. That is what she meant. You were probably gurning too. Fuck yeah. You should get some party eyes right now. Snap those sequins on you, boy. Soll das heißen, dass ich Rauschgift zu mir genommen habe? Oh baby, that's not what you have to worry about. Worry about the important thing. Also warum hast du mir denn dann nicht gleich gesagt, dass du mich kennst?
I didn't know I had to do that. Danke, heute habe ich etwas über mich gelernt. I'm glad I could help you, sir. Die ist so süß. Okay, tschüss, man sieht sich, Annette. Jetzt würde ich aber gerne noch mal mit der Mutter reden. Oh, okay. Danke für das Speichern. Das ist ganz gut. Sonst vergesse ich das wieder. Oh nein, jetzt ist es zu. Okay. Wir müssen uns merken, dass wir noch mal zu der Mutter rein müssen. Wie das Kind dazu zwingt, hier in der Kälte zu stehen. Damit bin ich nicht einverstanden. Kann ich jetzt denn... Ich müsste doch jetzt eigentlich noch mehr Flaschen finden können, oder? Wir können jetzt aber noch mal... Es ist eigentlich eh schon zu spät, ne? Huch. Kommt man da oben hin? Wie schon, ne? Aber wie?